Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Was ich hier mache, ist das Auspacken von Mystery-Paketen. Ich suche dabei schönen Vintage-Schmuck, den ich in meinem eBay-Shop verkaufe. Heute habe ich hier 2 Schmuckpakete mit Weihnachtsschmuck. Ich nehme jetzt erstmal dieses hier. Ja, schön. Gold- und Rottöne. Als erstes nehmen wir mal hier den Armreif. Der ist gemustert mit Emaille, aber eher in Pinktönen und mit Strasssteinen. Eine Marke sehe ich nicht. Schöner Armreif. Dann haben wir hier ein Armband. Ein Armband in Gold. Mit so roten, ja wahrscheinlich Glasstein. Das gefällt mir. Das sieht schön vintage aus. Das ist schön. Dann haben wir hier eine Glaskette. Ein dickes Glasherz mit goldenen Einschlüssen. Und diese flachen Glasteile sind goldfarben gepunktet. Das ist schön. Das ist also Marke. Ne, hier steht nichts drauf. Und sieht nach einer sehr schönen Partykette aus, finde ich. Auch gut. Dann habe ich hier eine gedrehte Kette aus kleinen Glasperlen. Ganz tief dunkelrot. Auch mit diesen schönen Enden. Das sieht auch sehr schön nostalgisch aus, finde ich. Allein schon die Farbe. Gut aus. Ja. Dann haben wir hier so 2 Schneemänner als Ohrring, die ordentlich Krach machen. Das ist, denke ich, moderner Schmuck. Und die Glocken machen noch einem Laune. Hat man gleich Lust auf Weihnachten. Ja, die Ketten sind ein bisschen verfangen mal wieder. Hier habe ich eine Kette. Oh, leider ist hier was abgelöst. In Gold und Rot. Das ist, glaube ich, auch eine Vintage-Kette mit dem Schraubverschluss. Dann eine Brosche mit einem Porzellanbild und einer Stechpalme drauf. Und das sind so die 60er oder 70er Jahre, die typische ovale Brosche. Dann haben wir hier eine Brosche mit Weihnachtsstern. Hier ist eine Marke drauf. KC steht drauf. KC, das habe ich neulich mal im Internet schon nachgeguckt. Das ist Kenneth Cole. Ich wusste auch nicht, dass er Broschen gemacht hat. Ich dachte, der macht nur Bekleidung, aber es gibt auch eine recht große Schmuckkollektion. Und dann haben wir hier Ohrclips. Schöne Ohrclips mit Granat oder Strass. Ja, schön. Und dann
Hier eine längere Kette mit Perlen. Die Perlen sind violett und dunkelrot und dunkelgrün. Das ist Holz. Holz und Kunststoff, glaube ich. Und dann, was haben wir hier? Das sieht doch... Kann man aufschrauben. Wahrscheinlich ist das eine Batterie und das könnte vielleicht leuchten. Ah ja, oh, ist sogar noch am Leben. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das blinkt ganz schön. Schraube ich mal wieder auf. Ah, hier ist der zweite. Mal schauen, ob der lebt. Auch. Funktioniert auch. Ja, sehr schön. Dann habe ich hier einen Ring, einen Modeschmuckring, der mit Steinen beklebt ist in allen Farben. Ja. Doch gar nicht so schlecht für Heiligabend. Dann ist das hier ein Ohrring. Das könnte auch Glas sein. Sehr schöner, nostalgischer Ohrring mit Rosen bemalt, auch in einem schönen dunklen Rotton. Mal sehen, ob es den zweiten gibt, den sehe ich gerade nicht. Hier habe ich noch ein Ohrring. Oh, jetzt, das ist doch wieder was Niedliches. So als, ja, wahrscheinlich Rudolf. Obwohl er hat keine rote Nase. Ich weiß es nicht, was für ein Tier das ist. Mit Glitzer besprüht. Mal sehen, ob es den zweiten gibt. Und dann müssen wir mal wieder was entwirren. Hier wieder so ganz typische Weihnachtsohrringe mit Metallkugeln in Rot und in Grün. Dann die Kette hier. Ja, die ist schön alt. Ohne Marke. Nicht allzu lang. Kann ich sogar hier hinlegen. Mit dem Verschluss finde ich auch wieder sehr schön. Und dann ist das hier eine eher moderne Kette. Von den Farben sieht die sehr schön aus. So im Grau, Dunkelrot und Flieder. Mit ein bisschen Gold und Silber dazwischen. Marke gibt es keine. Nee. Aber so ein schöne Glitzer-Halskette. Sehr schön. Dann habe ich hier eine schöne Brosche. Passend, glaube ich, zu diesem Ohrring. Auch wieder mit dem Rosenbild auf Porzellan. Keine Marke. Aber schön. Schön nostalgisch. Hier haben wir noch so eine Glöckchenkette in Rot und Gold. Und diese lange Kette, die sieht auch sehr schön alt aus. Sehr schöner Verschluss. Mit so einer Filigran durchbrochen.
Und das sind Kunststoffperlen, sehen aber aus wie so kleine Blumen. Schön. Die Farben sind auch so schön. Schön vintage. Toll, die gefällt mir. Dann habe ich hier eine Vintage-Brosche. Auch wieder der typische Kranz mit dem kleinen roten Herzen. Keine Marke. Und hier ist eine Brosche. Die hat wieder diesen, ich gucke mal unter der Lupe, ob da eine Marke drauf ist. Nein, keine Marke. Und die Steine, ja, ich weiß nicht, ob die dunkelrot oder schwarz sind. Also die sehen gerade für mich schwarz aus. Aber auch wieder die nostalgische Satellitform. Dann habe ich hier eine Brosche. So ein bisschen, ich gucke nochmal unter der Lupe. Nee, keine Marke. Sieht ein bisschen aus wie eine Kuchenform. Ich weiß es nicht. Oder wie das gemeint ist, vielleicht so rum. So. Ein schöner matter Goldton. Dann habe ich hier sehr schöne Manschettenknöpfe. Das Design ist schön. Wie so eine Sonne und dann der ovale grüne Stein gefasst. Und auch keine Marke. Aber das sieht doch sehr, sehr schön nach den 60er Jahren aus. Die gefallen mir. Dann habe ich hier einen Ohrring, modern, in dunkelrot, mit, ja, das sind eher Kunststoffperlen. Dann haben wir hier ein paar Ohrstecker, auch eher modern, auch ohne Marke, aber ein sehr schöner Strass in Tropfenform. Also den finde ich toll. Modeschmuck, aber der macht doch was her. Der ist schön. Dann habe ich hier eine Brosche, einen Schneemann. Sehr detailreich gemacht und emailliert. Und hier ist eine sehr schöne Brosche. Die sieht richtig alt aus. Die sieht richtig alt aus. Wahrscheinlich die 40er Jahre. Mit roten Steinen. Und das im Hintergrund ist so ein Wishbone. Also das ist ja so ein Glücksknochen. Das kenne ich noch von meiner Oma. Da ziehen 2 Leute an einem Ende und wer den längeren Knochen hat, darf sich etwas wünschen. Die gefällt mir gut. Die ist sehr schön. Dann habe ich hier noch eine schöne alte Brosche, ein Weihnachtsmann. Merry Christmas. Sein Weihnachtsanzug ist emailliert. Und da steht eine Marke drauf. B.J. Also das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Muss ich nochmal schauen, ob ich im Internet etwas darüber finde. Dann habe ich hier, da fehlt doch, glaube ich, was. Da steht aber was drauf. Western Germany steht drauf. Also das ist ein sehr alter Clip, aber ich glaube, da fehlen die Perlen. Müsste nur so ein Untergrund sein, wo man die Perlen dann mit Draht früher festgemacht hat. Also nur ein Teil eines Ohrrings. Schade, schade.
Ah, hier sehe ich noch die Krawattennadel passend zu meinen Manschettenknöpfen. Das ist ja toll. Ein sehr schönes Set. Und, oh, der ist toll. Oh, das ist ein toller Ohrring. Der gefällt mir. Der hat leider keine Marke, aber ist zum Schrauben. Und hat sehr schöne rote Strasssteine und pinkfarbene Strasssteine. Schön. Und dann habe ich hier einen Ohrclip. Da steht was drauf. Nee, da steht doch nichts drauf. Das ist nur manchmal bei diesem gebürsteten Metall, sieht es so aus, als würde was draufstehen. Mit einem ovalen grünen Stein. Dann haben wir hier, ist nochmal die Kette zu meiner Brosche. Ja genau, die beiden passen sehr gut zusammen. Und hier sehe ich eine Marke. 1928 ist die Marke. Also wieder ein antik inspirierter Schmuck. Und dann gehört diese Brosche zu. Und dieser Ohrring, da gibt es, hier ist der zweite. Also ein Ohrstecker ist es schon. Also wird wahrscheinlich aus den 70ern sein. Das. Und dann sehe ich hier noch einen Ohrclip. Guck nochmal unter der Lupe. Nee, eine Marke steht hier nicht drauf. Also die Marke gibt es nur auf der Kette. So ein bisschen anders sieht der Ohrclip aus, weil er hat nicht diese Steine drumherum, wie jetzt hier bei der Brosche oder bei der Kette. Also die Clips sehen richtig gut aus. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Toll. Schmucksets mag ich sowieso auch sehr gerne. Dann, was haben wir hier? Keine Marke, aber eine sehr lustige kleine Weihnachtsbrosche mit einer Maus, glaube ich, die eine Tanne hinter sich herzieht. Dann haben wir hier ein Armband aus Glasperlen und Schmucksteinperlen. Und eine Kette. Die ist nicht ganz so alt. Hier ist eine Marke drauf. Ich gucke mal unter der Lupe. Debbie Reed steht hier drauf. Die kenne ich leider auch nicht, die Marke. Ja. Also etwas moderner. Nicht ganz so alt, wie ich es gerne hätte. Dann ist hier eine Brosche ohne Marke mit schönen Kristallsteinen in einem ganz, ganz dunklen Rotton. Also das ist rot, ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber ich denke, die ist auch nicht wirklich alt. Dann habe ich hier Ohrclips. Ja, die sind schön. Die sind schön und auch in einem sehr, sehr guten Zustand. Da steht eine Marke drauf. Ja, die sind von Sarah Coventry. Sehr schön. Dann habe ich hier noch eine schöne alte Brosche. Aha, so eine Laterne mit Kerze und auch einem kleinen Weihnachtssträußchen drunter. Marke gibt es keine.
Aber so die Emaille und das Gold, das sieht alles sehr schön alt aus. Gefällt mir. Dann habe ich hier noch eine Kette. Auch eine eher moderne Kette mit einem Glastropfen mit Strass verziert. Auch ein schöner Rotton. Und dann sind hier noch eine Menge Ohrringe, was sehr gut ist. Also Ohrringe sind ja zurzeit sehr beliebt. Ich gucke mal, hier steht eine Marke. Diese Ohrclips sind von Avon. Das wäre doch was für Silvester. Sehr hübsch gemacht. Unter der Emaille sieht man noch so eine geriffelte Struktur. Schön. Dann nochmal kleine Ohrclips. Ich gucke mal erstmal nach der Marke. Ja, auch von Avon. Also die sind schon älter. Ich glaube, die sind wirklich, glaube ich, schon älteren Datums. Mit Strasssteinen verziert noch der grüne Stein. Sehr schön. Dann hier nochmal so kleine Ohrclips. Ich gucke nochmal. Nee, keine Marke. So klassisch 2 ineinander greifende Ringe. Dann eine Brosche. Die Brosche, matt goldfarbener Ring und ein Ring mit dunkelroten Steinen. Dann habe ich hier noch den zweiten Ohrring, ja, das kleine Tierchen. Ich weiß nicht genau, was es sein soll. Und eine Brosche mit Marke, auch wieder Avon. Kleiner Weihnachtsbaum mit Strass. Und das sind sehr, sehr schöne Ohrclips. Sehr schöne Ohrclips in Grün. Die mag ich sehr. Und nochmal Ohrclips quadratisch mit roten Steinen. Mit schönen Baguettesteinen und schönen pinkfarbenen Steinen. So machen wir das. Auch sehr hübsch. Ja, das war mein letzter Ohrring. Schaltet jetzt nicht ab. Heute habe ich noch einen kleinen Bonus. Anschließend, zum Schluss des Videos, zeige ich euch nochmal ein paar ältere Schmuckteile. So, das ist ein Highlight von heute. Die grünen Ohrringe natürlich. Diese schöne alte Brosche. Dann finde ich die Ohrclips von Sarah Coventry sehr schön. Dann diese roten, die sind natürlich auch sehr, sehr schön. Dann die Brosche. Ich denke, das ist die älteste heute in dem Paket. Dann finde ich diese Manschettenknöpfe toll. Und dazu passend die kleine Krawattennadel. Gibt ja selten schönen Herrenschmuck, wie ich finde. Dann finde ich diese Kette schön. Also auch wenn das Kunststoff ist, es ist aber alter Kunststoff. Tolle Farben. Dann finde ich diesen Schmuck toll. Das. Und diese Kette von 1928. Und was noch? So als neuen Schmuck finde ich diesen auch sehr toll, dieses rote Herz.
Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Schmuckteil heute euch am besten gefallen hat. Das würde mich sehr freuen und auch sehr interessieren. Und jetzt kommen noch ein paar Broschen, die ich schon am Anfang des Jahres in meinen Schmuckpaketen gefunden habe. Hier finde ich sehr, sehr schön gemacht, den kleinen Weihnachtskranz mit der Schleife in roter Emaille. Diese Brosche ist von Gerries. Sehr schön ist sie und auch sehr schön alt, wie ich finde. Dann habe ich eine hier mit den Stechpalmenblättern und dem emaillierten Schleife. Die ist nicht gemarkt. Die finde ich besonders schön, weil sie so ja fast ein bisschen neutral ist. Weihnachtlich, aber nicht so grün und bunt sozusagen. Dann hier ein ganz toller kleiner Tannenbaum, weil der so schön die 60er Jahre repräsentiert, in diesem ja, gold angehauchten Silber, auch mit kleinen Emaillepunkten drauf. Und der ist auch von Gerries. Und als besonderes Highlight finde ich diese kleine Tannenbaumbrosche toll. Die ist von Mailu. Mailu ist eine Marke, die es nur bis in die 70er Jahre gab. Und sie gehörte auch mal zu Coro. Also das ist eigentlich so die wertvollste Brosche von diesen 4. Aber ich wollte das gerne nochmal zeigen. Und wollte euch auch nochmal sagen, falls ihr euch entscheiden solltet, etwas in meinem eBay-Shop zu kaufen, bis Ende des Jahres werde ich jedes Schmuckstück als Geschenk verpacken. Also vielen Dank, dass ihr heute zugeschaut habt. Guckt nochmal rein, das zweite Paket ist ja noch da. Bis bald.